90 seconds of fuel remaining. Now less than 200 feet, and the Eagle is too low to safely abort back into orbit. Warp forward, just into the right now. Contact light. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Heute fahren wir mal aus dem anderen Ausgang raus. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Cape Canaveral, wo wir uns das Space Center angucken. Wenn wir damit fertig sind, das wird wohl den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Dann machen wir uns auf Richtung Miami mit einem Zwischenstopp zum Abendessen. Hier ist mehr Halloween-Deko. Was ist das denn für Dinge? Das sieht ja cool aus. Geht es auf? Du musst ein bisschen näher fahren. Siehst du? Wir müssen jetzt unsere Tickets hier holen. Wir machen zuerst die Bustour, das hat uns die Frau empfohlen, am Ticketschalter. Und danach die ganzen Sachen, die man drinnen noch machen kann. Wir haben jetzt zusammen, also auf jeden Fall über 120 Dollar gezahlt. Es gibt wohl ziemlich viel zu sehen, also man sollte schon einen ganzen Tag hierfür einplanen. Deswegen ist das vermutlich auch so teuer, einfach weil man so viel machen kann. Ist auf jeden Fall schon wieder ziemlich warm, das kann man sagen, aber es ist angenehm, weil noch so ein bisschen Wind geht. Wir haben jetzt endlich mal kurze Hosen an und so. Jetzt haben wir wieder so eine Security-Check. Wir sind drin am Eingang, dass man die Tickets scannt und dann stehen hier gleich so ein paar Raketen. Wir wollen jetzt erstmal zum Bus. Der Typ, der hier die Durchsagen macht, ist richtig witzig. Oh, da sind die Bustours. So, da wollen wir hin. Schau mal, da ist auch Deutschland International Space Station. Machen wir erst die Bustour und dann können wir den ganzen Kram hier drin machen. Und die Dame am Ticketschalter hat gesagt, dass eigentlich viel mehr los ist und dass heute ein ruhiger Tag ist, was ja nicht schlecht ist. Na so. Das ist unser Bus, weil wir nehmen nämlich den nächsten, der da ist anscheinend schon voll. Now Cape Canaveral, which lies across the Banana River, now this is for your unmanned flights and your probes. And believe it or not, that is basically the only difference between the Kennedy Space Center and Launch Complex 39 at Cape Canaveral or the Air Force Station. Yep, it's that simple. During our shuttle era, these buildings were called Orbiter Processing Facilities, OPFs. Yeah, big long NASA acronym for the hangars. Directly ahead of us, one of the 3 original mobile launch platforms from the days of Apollo. You open the doors, you drive the crawler straight out the launch pad. You don't have to come all the way around the building here. The rocket will be assembled on the other side of that mobile launcher or launch umbilical tower. We are now approaching Launch Pad 39A. It was constructed for the Apollo program and is where all 12 moonwalkers began their historic journeys. Following the end of the Apollo program, Pad 39A was the site that launched Skylab. 5 years ago, Pad 39A was leased out to the SpaceX Corporation on a 20-year lease. Nowhere else on KSC is preparation for the future as obvious as at Launch Pad 39B. Yeah, it goes up the hill there. That's a 5% grade. Now the reason for that is that we could not dig down with a flame trench. We're at 0 degrees sea level here at the ocean. It would fill up with water, which ironically is what we do anyway at the beginning of the launch. But we want to do it when we need to do it at launch time. Now there's enough concrete though in this pad alone to lay a 2-lane highway from here to Miami. That's about 200 miles of concrete right there. Kam gerade ein Videobeitrag hier oben auf dem Bildschirm und jetzt sollen wir hier reingehen. This is not a monitor.
These are the very consoles we sat at when men first took off to fly to the moon. The tragedy of Apollo 1 had put us a year and a half behind. We were making up for it in one big leap. And we were doing it with a rocket that no man had ever flown before. It was a few days before Christmas, 1968, when Apollo 8 sat on the pad. 36 stories high. She had been fully fueled throughout the night. The liquid oxygen in her tanks caused ice to form on the outside of the craft. Earlier in the morning, astronauts Frank Borman, Jim Lovell, and Bill Anders had made their final preparations before taking that long ride. Okay, you're on. All ready to go. T-minus 45 seconds incoming. Transfer shortly. 10. Das sieht groß aus und auch ziemlich lang. Hier sieht man das mal von der Seite. In 3 Minuten geht der nächste Film los. Den wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Dafür müssen wir aber nach ganz vorne an die Spitze der Rakete. Houston, over. Houston, Columbia, read your last clear. How many? 555, Mike. I didn't go, over. Let's say everything's going just swimmingly. Beautiful. AOS left. Roger, AOS left. As soon as the eagle reappears, things begin to go wrong. Radio communications break down throughout the crucial final checks. Contact with the eagle keeps dropping out. Hurtling toward the moon at 3,800 miles per hour, Neil Armstrong notices his checkpoints are all appearing too soon. This means a serious navigation error. You think you're a little bit long downrange? At these speeds, 3 seconds long means missing the safe landing zone by 3 miles. Suddenly, the computer starts firing the maneuvering thrusters, jolting the ship back and forth. This has happened in simulations, but never this much, never this violent. The smooth descent is becoming a bumpy ride. The astronauts have rehearsed for thousands of possible malfunctions, but not this one. It had been considered too unlikely. 12:02 means the Eagle's onboard computer is overloading. This means Houston is blind, unable to make navigation corrections or interpret the data coming from Eagle's computer. Armstrong and Aldrin are on their own, 1,000 feet, and Neil Armstrong can see that the computer is proposing to put them down in a dangerous place. At 350 feet, Armstrong ignores his computer navigation and veers away from the rocky landing site with no time to explain to Mission Control. 90 seconds of fuel remaining. Now less than 200 feet, and the Eagle is too low to safely abort back into orbit. All that's left for Mission Control is to read off the fuel remaining in seconds. 60 seconds. 60 seconds. The entire moon landing has come down to 2 men and 1 minute. More forward, just into the right now. I'm back, Mike. The Eagle has landed. Roger, tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. That's 1 small step for man, 1 giant leap for mankind. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American. It was a moment shared by an entire world. Just after we had landed, I'd gone down, standing on the surface and looking at planet Earth for the first time. Seeing the beauty, seeing the finiteness of it, the limits of it, and realizing what a shame it was that people were confronting each other on that planet without realizing what it was doing to the planet. It was a very emotional moment for me. I actually shed a couple of tears. The first mission had stayed for only 1 day, but over the next 3.5 years, 5 more Apollo missions visited the moon, and with each one,
we stayed longer, roamed further, and discovered more. When I was a kid building rockets, in high school, then we would go to the moon, before the end of the century. I mean, I thought that was something that was way in the future, fantasy. I was rolling on the moon one day in a very month of December. Now, May. 3, 2, 1. What a ride. I would like to go up there. I would like to be an astronaut. Anything's possible. The Apollo program ended in December of 1972, but our journey into space is just beginning. I'm Neil Armstrong. Future of space travel is being written right now. Dreams and imaginations of a new generation. No dream is impossible. Es ist jetzt schon 11:30. Diese Bustour, die bringt einen ja raus hier zu diesem Center. Dann kann man den Bus wieder zurück zu dem Visitor Center nehmen und da den Rest machen. Aber das dauert alles so seine Zeit. Ungefähr 2,5 Stunden, je nachdem, wann man den Bus zurücknimmt. Und wir sitzen jetzt hier unterhalb von der Rakete. Kleines Mittagessen zwischendurch. Bevor wir dann, weiß ich noch nicht so genau, ob wir einfach länger hier bleiben oder dann wieder zurückfahren. Das ausgesehen, als die zum Mond geflogen sind. Das hier war das Cockpit. Ziemlich eng. Schau mal. So sieht das da innen drin aus. Und das ist die kleine Kapsel, mit der die dann weitergeflogen sind. Wir haben beschlossen, wir haben genug gesehen, hätten uns dann noch so ein paar Tafeln angucken können, Zeug durchlesen. Aber wir wollen ja den Rest auch noch sehen. We got everything out here from panther, bear, deer, coyote, bobcat, wild pigs, 6,000 to 8,000 alligator, manatee, 300 species of birds. Oh, schau mal, jetzt ist es voll da. Haben wir ja noch Glück gehabt. Hier kann man als Besucher, die lassen ja, ich glaube 400 Leute rein. Naja, auf jeden Fall kann man sich da hinsetzen, um dann da drüben die Starts von den Raketen anzugucken oder von den Space Shuttles. As America's foremost multi-user spaceport, KSC is poised to provide the technologies and expertise necessary to launch a new era in space exploration. If you haven't had a chance to see Atlantis yet, you really need to. That is the actual space shuttle in there. It's on display just like it was flying in space. Payload bay doors are open, the wheels are up. You can walk around it, walk right up so close to it. You can see the serial numbers on the heat dials if you want. Ja, jetzt sind wir wieder zurück im Visitor Center. Und hier in dieser riesen Halle ist das Original Atlantis Space Shuttle, was 33 Mal im All war. Hier draußen ist furchtbar warm, aber wir gehen eh wieder gleich rein und das ist furchtbar kalt. Und deswegen ziehe ich mir gerade gar nichts aus. Ich bin quasi etwas dick eingepackt, einfach weil ich noch ein Jäckchen drüber habe und ein Halstuch an. Dankeschön. Furchtbar kalt hier drin. Noch viel kälter. Bin froh, dass ich mein Jäckchen habe. Der Robert hat nämlich keins. Irgendwer redet irgendwas. Da ist ein Souvenirshop. Ich glaube, die Show hat schon angefangen, ne? Da ist Oma gerade wieder hergekommen.
The crew can tolerate a short-term increase, but... Engineering? Building 36? I didn't even know there was a building 36. Anyone know why you're here? For this. We're going to create America's next spacecraft. It's going to launch like a rocket and land like an airplane. It's a shuttle. We want to take all kinds of cargo up there in addition to the people. Science labs, satellites, even a space station. Join us in the main theater, please. So, wir sind jetzt hier drüben rausgekommen und hier ist das tatsächlich echte Raumschiff Atlantis, eben 33 Mal im All gewesen und hat verschiedene Sachen raufgebracht, auch die verwendet wurden, um die ISS zusammenzubauen. Das ist ein langer Kran, mit dem man irgendwelche Außenarbeiten machen kann, würde ich mal sagen. Man sieht hier die einzelnen, ich wollte gerade Schuppen sagen, also diese einzelnen Platten, die da verwendet wurden, um gegen die Hitze zu schützen. So sieht das Hubble-Teleskop aus. Lift your arms to release the panel. Aber jetzt fliegt es ja weg. Das sind immer viele Knöpfe. Das ist wahrscheinlich sehr eng, ne? Da kommen immer wieder neue Leute raus, die den Film gesehen haben. Und das ist der Robot. Der Unterseite. Das sind diese ganzen Kacheln, die sie da hingesetzt haben. Schau, 26 Jahre, 33 Missionen. Da braucht man Platz, um sowas mal eben in den Raum zu stellen. Also man kann hier reinkriechen, damit man mal weiß, wie sich das anfühlt. Hier kann man seine Schuhe lassen. Und dann kommt man da wieder raus. Aber ich will da nicht reinkriechen, das ist mir viel zu anstrengend. Dann auf den Knien und so. Ein Live-Bild. Bisschen wechselig. Hier unten ist noch eine Etage. Mal sehen, was man hier alles machen kann. Ich brauche noch mal einen Bonbon. Mein Hals wird schon wieder rauer. Hier kann man runterrutschen. Und es ist nicht so nach Rutschen. Also muss man die Schuhe ausziehen und dann wieder hoch, um sie wieder zu holen. Klappt dazu sind wir einfach zu schlappi. Das heißt, wir werden einfach nur runterlaufen. Das funktioniert auch. Hier sind die ganzen Space Shuttles. Ach nee, das waren die Missionen, die gemacht hat, oder? Ah. Meatloaf. It lasts a long time. And these, if you can believe it, are tortillas. They're wrapped up inside this packaging, and they are good. I'm going to open them for you. They're good inside this packaging tortillas for 18 months. There's a lot of things you can put on your tortilla. We got peanut butter. We can put it in there. It makes it nice and convenient if you need to carry your food with you to your work. But what I've got here is a little bit of honey. Afterwards, it's nice to have a little dessert. Everything has to be opened with scissors. Once you get something open, the games begin. And afterwards, perhaps a little cleanup is involved. Yeah, I guess. Buddy, yourself candy covered. Here you go, Kevin. Nice. Practice. Und das da ist Salz und Pfeffer, dass es flüssig gibt. Also die hängen sich hier an die Seite hin, dass sie nicht wegfliegen beim Schlafen. So ein Clipband oder dann... Tonbandaufnahme. Da kannst du was schreiben, da ist ein Foto. Hier haben wir die Toiletten. Wir sind jetzt gerade unter Atlantis. Oh, das sind die Reifen, ne? Das sind sogar die echten Reifen. Oh ja, die sind etwas abgenutzt. Scheiße, ich habe die Instructions übersprungen. Raise the orbiter up. There's no clearance that way. Ab 15. Geht nicht. Yay, jetzt gibt's Eiscreme. Okay, wir haben völlig übersehen,
dass hier noch diese ganzen Simulatoren sind. Geh mal hier hin. Jetzt sitze ich hier in der Simulation und habe so einen Joystick. Wo muss ich denn hin? Ach da. Too far off course. The motor moves up and down and swings left and right. The unity bends in the middle. The wrist flexes up, down, left, and right. Use the joystick to choose a mission. Press a button to start. Welche willst du? Wing Inspection. The center diagram shows the active joint. Use the small screen on your right to guide the arm. Hier, das hier. Up 40. You need to use a different joint. Mehr noch. Schneller, du hast noch 2,5 Minuten. In dem Bus wurden die Astronauten hingefahren zum Ding. Astrovan. Da haben sie drin gesessen. Und dann haben wir natürlich wieder den Souvenirshop, wo man ganz viel tolles Zeug kaufen kann, was mit Space zu tun hat. Da ist noch eine Pennymaschine und bei dir auch. Ach Herr Jemine, wir kommen raus. Es ist stürmisch. Gucken wir mal, was die für Eiscreme haben. Ja. Ich habe mir jetzt hier die Space Dots besorgt. Das sind so kleine Eiskügelchen und Cookies and Cream. Und das futtern wir jetzt. Derweil guckt der Robert nach dem Programm hier. Wie immer um halb und um kommt ein IMAX-Film. Ja, nicht jeden Film. Also auf jeden Fall kommt jetzt einer. Ist das Journey to Mars? Weil das ja auch noch mal eins. Hier, den schauen wir uns dann später noch an, oder? Und das ist schon wieder furchtbar kühl hier drin. Mach mal Mitte, Mitte. Hier jetzt. Nicht zu weit oben. Da können wir doch mittiger sitzen. Sehr coole Aufnahmen, die Astronauten auf der internationalen Raumstation gemacht haben. Of space exploration looks pretty good, doesn't it? It really does. But there's a lot more to it than cool rockets and high-tech gadgets. It's about people. And as President Kennedy said, it's one of the great adventures of all time. Of course, if you're going to start a journey, the first thing you need to know is, where are you going? First, there's the International Space Station. Another possible destination is our closest celestial neighbor, the moon. Or you might travel to an asteroid. How amazing would that be? And then there's Mars. Let's find out. Yes, we're going to Mars. Think of it this way. 100 years ago, there were no airlines. A few decades later, millions of us fly every day. Some of you may have flown here and not given it a second thought. So, now that you've been briefed, are you ready to become a part of the future of space exploration? All right. Has anybody wondered, what would it be like to have a career working at NASA? Also das war jetzt quasi die Werbung für die NASA, weil sie Leute suchen, die zum Mars fliegen. Vor allen Dingen junge Leute. Wir sind schon zu alt, würde ich mal sagen. Okay, wir machen nochmal einen IMAX-Film. Das ist jetzt der letzte um 4. Und diesmal ist in 3D. Ja, wir können auch gleich ein Foto machen. Mensch, ist das kalt im IMAX gewesen. Der arme Robert hat nichts zum Drüberziehen mit bei. Ich habe wenigstens mein Tuch und auch mein Jäckchen. Jetzt schauen wir uns noch hier draußen die Raketen an. Und dann fahren wir nach Miami. Da sind sie, die Raketen. Warte mal, der macht hier eine Tour. 15 Minuten dauert das. And sent Frank Berman and Jim Lovell up, and they spent 2 weeks side by side. Didn't have many secrets left, but they came home as reasonably good friends. Kurz nach 5 und wir verkrümmeln uns. Um 6 machen die hier zu, aber weil wir ja noch so lange fahren. Oh, Toilette müssen wir noch. Das zieht sich tatsächlich ganz schön zu hier. Schauen wir mal, aber wir fahren ja jetzt wieder
rum in eine ganz andere Richtung nach Miami. Ich weiß nicht, wie das Wetter da sein soll, aber das ist immer ja dann. Kurze Pause zum Abendessen. Hier im Steak & Shake. Scheint voll zu sein. Oh, ne, geht. Oh, Spiced Apple Tea. Aber das ist Eistee. Wir sind jetzt noch an der Tankstelle hier. Wir müssen einmal ein bisschen auftanken, damit wir auch noch nach Miami kommen können. Und wir werden vermutlich so Richtung 9:30, 9:45 ankommen. Hoffe mal, dann ist nicht mehr so viel Verkehr. Vor allen Dingen an dem Donnerstagabend, weil Miami Beach doch schon, sagen wir mal, beliebter ist. Das Hotelzimmer überzeugt gar nicht. Hier sind auch Flecken auf der Bettwäsche. Keine Ahnung wovon. So genau will ich das gar nicht wissen. Schau dir mal diese Flecken auf den Kissen an. Wahrscheinlich werden die nie gewaschen. Mach die mal gleich irgendwo da auf den Schreibtisch. Widerlich. Wir sind hier leider 2 Nächte. Auch hier auf dem Stuhl. Diese Flecken. Naja, gut. Wir sind in Miami Beach und Miami Beach ist halt ein bisschen teurer. Jetzt wollte ich hier nicht das teuerste nehmen. Ich habe auch nicht das günstigste genommen. Boah, schau dir das an, das ist voll gefährlich. Da darfst du nachts nicht ohne Schuhe laufen. Da ist ein Loch im Boden. Ja, wir schlafen auch direkt neben der Tür, die man da so laut gehört hat. Direkt bei der Treppe. Guck mal dir das Bad an. Das ist kein Schimmel oder sowas. Wobei, an manchen Stellen weiß ich nicht so genau. Okay, wie gesagt, es sind 2 Nächte. Dann sind wir Gott sei Dank wieder woanders. Aber das hier finde ich schon ein bisschen sehr eklig. Das ist das, wo drin wir schlafen müssen. Alles fleckig. Also wirklich komplett. Auch da sind Flecken. Sieht irgendwie so aus, als ob die das gar nicht richtig waschen würden.